Und ich halte mich sonst bewusst zurück und es kann auch sein, dass wir damit jetzt hier einen Shitstorm auslösen. Ich hoffe es nicht. KNX ist viel zu teuer, ne? Das ist ironisch gemeint gewesen. Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem neuen Videobeitrag bei uns. Ich mache heute etwas, was wir sonst noch nie gemacht haben. Ich möchte euch einen typischen Kommentar aus einem Forum näher bringen, weil das ein Kommentar ist, der stellvertretend für viele Kommentare in die gleiche Richtung ist. Und warum zitiere ich diesen Kommentar? Warum gehe ich mal näher drauf ein? Weil es ist eine Frage, die sehr viele von euch beschäftigt und in den vielen Foren, die es in diesem Internet gibt, immer wieder diskutiert wird, immer wieder von vorne. Und der Tenor ist immer der gleiche. Und dann gibt es jetzt natürlich auch Auseinandersetzungen von den Leuten. Und ich möchte euch mal meine Sicht der Dinge dazu nahebringen. Und das Ganze mache ich jetzt auch nur, weil im Freundeskreis jetzt viele gesagt haben, Frank, du musst dich dazu äußern, du musst da was dazu sagen und du kennst es ja. Und ja, also das ist für mich eine Allgemeindiskussion und ich halte mich sonst bewusst zurück. Und es kann auch sein, dass wir damit jetzt hier einen Shitstorm auslösen. Ich hoffe es nicht. Und ja, also es geht um das Thema Darum KNX. Dazu möchte ich euch was vorlesen, das ist also dieser Forumskommentar, den ein Bauherr der User Postal schreibt. Ich zitiere: Ich habe mich nach einigen Überlegen für meine Smart Home Installation für KNX entschieden. Weniger hip, aber hier muss ich nicht fürchten, dass der Kram in einigen Jahren nicht mehr zu gebrauchen ist. Auch die Konfiguration aller Geräte, aller Hersteller in einer Software ist super. Alles ist logisch und nachvollziehbar, ohne zentrale Server oder Cloud. Und bei der Bedarf kann ich es ja immer noch mit FEM verknüpfen. Ja, so, das ist soweit so gut und das lasse ich jetzt mal einfach mal so stehen und jetzt sage ich euch mal so ein bisschen die typischen Antworten und dann gehen wir mal ein bisschen näher drauf ein. Wie gesagt, das haben wir sonst nie gemacht, wir machen es jetzt mal. Captain Kriechstrom, das ist der Username, antwortet: Für das Geld, was man für KNX in die Hand nehmen muss, kann ich mein Smart Home aber auch mehrmals komplett neu ausstatten. So, kennt ihr vielleicht, aus welcher Richtung auch immer das kommt, das wird oft diskutiert. Und da würde ich jetzt mal die grundsätzlichen Fragen dazu stellen. Wie baust du? Das ist die erste Frage. Für wen baust du? Und welche Baukosten hast du kalkuliert pro Quadratmeter? Man muss das Ganze ja insgesamt sehen. Also es wird immer so in den Raum gestellt, dafür kannst du Mehrfaches machen. Also bei dem Haus ist im Vergleich zu vielen anderen Investitionen, man muss das als Investition sehen, da sieht es einfach so aus, bestimmte Dinge wie eine Elektroinstallation oder die gesamte Gebäudesystemtechnik, die könnt ihr nicht einfach mal rausreißen und neu installieren. Das ist der Punkt 1. Der Punkt 2 ist, ich kann das natürlich auch mit anderen Systemen lösen oder über Funk das Ganze lösen, aber wenn das halt doch ein bisschen komplexer wird, wie bei den meisten von euch, da ist das keine gute Lösung. So, ich verfahre hier weiter in diesem Forumbeitrag. Epaminaidos fragt dann, warum ist KNX eigentlich so teuer? So, und dann antwortet ein PSI-YEMI, brauchst halt eine extra Verkabelung im ganzen Haus. Dann kommt Sypso, weil viele Elektriker Dollarzeichen in den Augen haben, wenn das Schlagwort KNX fällt. Wenn man die Anlage vernünftig plant und günstige Hersteller wie MDT oder Weinziel berücksichtigt, spielt es sich in etwa auf dem gleichen Kostenniveau wie jede andere Lösung mit einem vergleichbaren Funktionsumfang ab. So, dazu möchte ich gleich was sagen. Weiter schreibt er, lagert der Elektriker die Planung einfach nur an Unternehmen wie Hager oder Gira aus und verbaut dann, was von denen vorgeschlagen wurde, wird es halt entsprechend hochpreisig. Also ich kann das nicht ganz so verstehen, also die Meinung, die draußen kursiert, der Elektriker, also es gibt ja so die Elektriker, die haben immer noch eher EIP KNX draußen dran stehen, da muss man eigentlich mal sich vielleicht ein bisschen informieren.
Und in der Regel ist es einfach so, der Elektriker programmiert ja oder plant oder konzipiert diese Geschichten nicht. Ich spreche aus Erfahrung, wir haben mit vielen Leuten zu tun. Da kann ich bloß da draußen den Leuten sagen, die Elektriker sind froh, wenn es ihnen jemand konzipiert, plant und entsprechend auch noch dann in Betrieb nimmt und programmiert. Ich bin aus der Praxis. Ich weiß, wovon ich rede. So. Und der Elektriker kann gar keine Dollarzeichen vor Augen haben, weil in der Regel das jemand anderes für ihn dienstleistend unternimmt, macht. Und der Bauherr immer einbezogen ist in die ganze Geschichte. Es gibt auch Bauherren, die sagen, ich mache das alles selber, ich kann das alles selber. Gibt es auch. Haben wir jetzt weniger, aber die gibt es. So, und der Elektriker hat dann die Dollarzeichen im Auge, wenn er das natürlich weitergibt und dann Geld aufschlägt. Das würde ich sagen, da würde ich dem User Sypso, hier, wie der das geschrieben hat, würde ich zustimmen. Ne? So, und dann kommt das Thema, lagert das an Unternehmen wie Hager oder Gira aus? Das gibt es natürlich auch. Es gibt den Elektriker, ich sage mal so, der sagt, na klar, ich mache dir deine KNX-Installation, ne, und der dann das Ganze von einem Hersteller bringt. Hier ist das Beispiel Gira oder Hager genannt. Gibt es auch, klar, kann ich machen. Ne? Und dann ruft er wahrscheinlich bei seinem Großhändler an und der sagt dem Großhändler, du, ich brauche das und das und das. Und dann kriegt er das Ganze. In diesem Falle ist sogar der Großhandel ziemlich entscheidend, was in das Haus reinkommt, ohne dass der Kunde so richtig gefragt wurde. Ne? Meine Meinung. So, und dann schreibt er weiter noch, also der User, Voraussetzung natürlich, wir reden von einem Neubau oder einer Kernsanierung der Elektrik, denn für Nachrüstung ist KNX eher mäßig geeignet. Würde ich jetzt erstmal so ein bisschen zustimmen. So, und dann schreibt er noch Edit. Dazu kommt noch die Lizenzpolitik der KNX Association, welche für die notwendige Parametrierungssoftware in der Vollversion noch einmal 1.000 € Eintrittsgebühr nehmen. Da findet aber offenbar inzwischen ein Umdenken statt. Da kann man unterschiedliche Sichtweisen haben. Ich habe ja mal einen Beitrag gemacht dazu, KNX ist viel zu teuer, ne? Das ist ironisch gemeint gewesen. Man kann jetzt die eine Sichtweise haben, man kann sagen, ja, was kostet jetzt Software im Business-Umfeld, was kostet AutoCAD, was kostet Archicad, ne? Das ist immer deutlich teurer. Und ich bin jetzt auch nicht mit allem einverstanden, was die Connex da treibt, ne? Speziell ETS 6, ne? Und wie lange das dauert und was wir dann an wirklich neuen Sachen haben. Wie gesagt, ich stimme dem nicht in allen Punkten zu, aber auf der anderen Seite muss man auch sehen, eine professionelle Software, die Komponenten von 450 Hersteller sind es, glaube ich, mittlerweile und 7.000 Komponenten. Wenn ich dazu in der Lage bin, mit einem einheitlichen Standard, wie es KNX ist, das alles zu vernetzen, das muss ja irgendwie bezahlt werden, ne? Weil es sind ja auch viele Firmen da, die miteinander sprechen und umso größer das ist, umso aufwendiger wird es. So, also das ist so meine Sicht der Dinge und ob jetzt die ETS Home, ob die jetzt da eine Verbesserung bringt, die jetzt unwesentlich günstiger ist, ne, als wenn man jetzt die Sonderangebote von der ETS mal in Betracht zieht, weiß ich nicht. Ja, man kann das Ganze auch erlernen. Es gibt Leute, die machen es selber, die haben solche Kurse, wie wir auch einen Videokurs haben. Und da kann man das für kleines Geld selbst machen, selbst umsetzen. Aber das eben für den einen oder anderen ein neues Hobby. Ne? So, und jetzt schreibt noch der User Kavim. Ne? Also ich möchte euch wirklich hier die Diskussion bringen, die in vielen Foren stellvertretend wie diese wiederfindet. Es ist immer wieder das Gleiche. Deswegen haben wir uns auch nie dazu geäußert. Wie gesagt, mein Freundeskreis sagt jetzt, du musst was dazu sagen. Kavim schreibt, KNX zeigt bei vielen hervorragend die Geiz-ist-geil-Mentalität. Lieber mehrmals billig kaufen und auf Datenschutz pfeifen, als einmal beim Hausbau, Sanierung Geld in die Hand zu nehmen. Wobei gemessen an den Gesamtkosten einer Immobilie sind die Kosten für ein KNX-System oft vernachlässigbar. Das ist so ein bisschen auch meine Sicht der Dinge. Also ich würde sagen, was ist die Elektroinstallation? Wir bewegen uns im Bereich, ich sage mal so, von ganz klein, 20.000, 25.000, je nachdem, was man da alles mit reinberechnet. Und dann gibt es natürlich auch ganz große Projekte, die kosten eine 250.000, 750.000 €, so eine Elektroinstallation. Projekte, die wir begleitet haben und begleiten. Das sind ganz große Geschichten. Es gibt da auch ganz kleine Geschichten. Das Holzhaus in Tirol
was bloß wenige Funktionen hat, wird natürlich jetzt ganz anders bepreist werden, als jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, ein größerer Neubau mit vielen Ebenen, mit vielen Quadratmetern, mit voller Funktionalität. So, also da würde ich sagen, Kavim, ich würde dir im großen Teil zustimmen. Weiß ich nicht, ob das Geiz geil ist. Es geht eher darum, dass viele gar nicht wissen, was es für Möglichkeiten gibt und noch nicht so richtig sehen, dass eine Immobilie, ein Haus, ein Gebäude eine lange Laufzeit hat und dass ich bestimmte Dinge nicht nachrüsten kann oder nicht verändern kann mehr. Ne? Unter anderem die Infrastruktur der Elektroinstallation. So, und das ist alles der gleiche Thread, ne? Also die gleiche Diskussion darum KNX. Ne? So, und dann geht es weiter. Da gibt es jemanden, der heißt Tom Stein. Jetzt kommt's. Nichts beim Hausbau ist relativ zu den Gesamtkosten teuer, vielleicht außer dem Grundstück. Aber selbst da ist der Quadratmeterpreis von wenigen 100 Euro ein Kleckerpreis. Aber 5000 Mal Kleckern ergibt auch einen Klotz. Grundsätzlich kann ich dem auch wieder jetzt recht geben, aber wenige 100 Euro hier bei uns in Süddeutschland und speziell in den Hotspots, also in der Region München, in der Region Stuttgart oder jetzt hier, wo ich unterwegs bin, Region, die 5-Seen-Region, Starnberger See, da kommt man mit ein paar 100 Euro pro Quadratmeter nicht mehr aus. Ne? Und da ist natürlich der Grundpreis, der Bauplatz, den ich dafür bezahle, dass ich dort überhaupt das Gebäude errichten kann, immens hoch. Ne? Also der übersteigt in der Regel die 30-40% oder 50% des gesamten Bauvorhabens. So, also da haben wir schon keinen Kleckerpreis mehr. Ne? Und ganz klar, wenn ich bei der Gebäudesystemtechnik, bei der Elektroinstallation mehr ausgebe, vielleicht noch bei der Heizung mehr ausgebe, bei der Lüftung mehr ausgebe, überhaupt bei der Gebäudequalität, selbstverständlich komme ich ganz schnell auf den doppelten Preis. Das ist einfach so. Ne? Das ist auch das Gespräch, was ich mit euch führe. Ne? Also wenn ich jetzt sage, zum Beispiel, ich möchte jetzt für ein Gebäude 700.000 ausgeben oder 500.000 oder 1 Million, wenn ich nicht genau hinschaue, mache ich nochmal einen extra Beitrag, kommt mir jetzt, ne? Kann ich ganz schnell das Doppelte ausgeben. Und natürlich, das Geld muss irgendwo herkommen. Entweder kommt es aus einer Finanzierung oder ich habe es aus einer anderen Quelle. Da sind wir alle, sage ich mal, im gleichen Boot. So, ich gehe jetzt nochmal weiter in diesem Thread. Darum KNX. Buchanerk schreibt, die meisten Leute wollen doch einfach nur 1, 2 Lampen und eine Steckdose per Alexa steuern, um irgendwie die Daseinsberechtigung des Echos zu rechtfertigen, den man günstig beim letzten Prime Day geschossen hat. So, und da muss ich ganz klar sagen, genau das ist es eben nicht. Das ist genau die Leute, die auf KNX setzen, sind die Leute, die neu bauen. Und es werden immer mehr, muss man sagen. Und das sind genau die Leute eben, die nicht eine Alexa haben. Was ist eine Investition von einer Alexa? Das sind, was weiß ich, 40 Euro, 100 Euro oder mehrere 100 Euro im Verhältnis zu meinem, sage ich mal, zu meiner Wohnung oder zu meinem kompletten Haus, wo ich 10.000 Euro ausgebe. Ne? Und das ist ja gar nicht der Sinn von KNX, irgendwelche Lampen zu schalten. Ne? Also ich schaue jetzt hier nochmal wieder drauf oder eine Steckdose zu schalten. Sondern da geht es ja wirklich um diesen konzeptionellen Ansatz, das Gebäude als Ganzes zu betrachten. Ne? Und klar ist da Energieeffizienz mit integriert. Und selbstverständlich kann ich das von überall aus auch steuern, verändern, einsetzen. Da geht es um Logiken. Ne? Und da geht es auch um die Anpassung der Bedürfnisse. Ne? Das ist das Thema. Und das ist, glaube ich, das ist jetzt hier als Beispiel, der Buchanerk schreibt das immer, das ist stellvertretend für diejenigen, die sagen, ja, das ist alles nur Spielerei. Ne? Aus meiner Sicht kennen die Möglichkeiten nicht. So, und dann schreibt er weiter, KNX ist in vielen Fällen einfach Overkill oder was für Nerds. Auch interessant. Damit sich der Aufwand irgendwie lohnt, braucht es eben auch die entsprechenden Gadgets wie elektrische Jalousien, Rollläden, moderne Heizungsanlage, zum Beispiel mit Wärmepumpe, Photovoltaikanlage, smarte Lichtsteuerung, Sicherheitssysteme mit Fenster- und Türkontakten. Gut. Also da kann ich dann nichts mehr dazu sagen, wenn er eben solche Leute wie uns dann als Nerds betitelt. Und das kursiert ja, das ist ja stellvertretend, weil das habe ich euch extra jetzt hier nochmal rausgearbeitet.
das stellvertretend für viele, viele andere, die da draußen unterwegs sind. Das sind Leute, die sagen, konventionelle Elektroinstallation tut es auch noch, haben wir 1980 gemacht, machen wir heute auch noch. Ne? Und ja, also wenn eine moderne Heizungsanlage, die ist ja heute Pflicht im Neubau, ne, da kann man gar nichts mehr anderes machen. Und ja, also Wärmepumpe, Standard. So, und dann schreibt er noch, bei den aktuellen Bau- und Sanierungskosten dürfte das für die meisten außer Reichweite liegen. Und das ist ein großer Fehler, der auch immer wieder gemacht wird. Die Leute gehen von sich selber aus. Die gehen von ihrem Geschmack aus, von ihren Bedürfnissen aus. Ne? Denen reicht das halt eben sehr einfach oder, sage ich mal, sehr rustikal zu leben. Und vielleicht gehen sie auch von ihrer finanziellen Situation in ihrem Umfeld aus und sagen, das kann sich ja keiner leisten. Oder das braucht ja keiner. Also da würde ich immer vorsichtig sein, wie ist die individuelle Situation. Und die wird dann auch oft in Foren, wie in diesem hier, dann so breit getreten. Ne? Ich kann nur sagen, KNX wird immer mehr umgesetzt und wir machen 100% KNX. Ist jetzt kein Geheimnis. Und ja, natürlich sind die Baukosten gestiegen und die Baukosten werden auch weiter steigen. Und das hat aber jetzt, da hat KNX keine Ursache. Ne? Also die Elektroinstallation ist ein Teil dieses gesamten großen, komplexen Themas Hausbau mit seinen ganzen Kosten. Ne? Also ist einfach, die Nachfrage ist hoch nach Wohnraum und das Angebot ist niedrig. Deswegen steigen die Preise, auch wegen den Standards. So, und dann, ich bringe euch nochmal einen positiven Kommentar und dann runde ich das Ganze auch schon ab. MSA 1989 schreibt, ich habe letztes Jahr einen Altbau gekauft und die Elektroinstallation komplett neu gemacht. Altbau, neu gemacht, ne? Altbausanierung. Nachdem ich jede Leitung neu verlegt habe, war es von den Zusatzkosten her sehr überschaubar. Außerdem wollte ich ausnahmslos jede Lampe dimmbar und natürlich Heizung und so weiter auch steuerbar machen. Jetzt nenne ich einen Namen. Die MDT 4-Kanal-Dimmer sind kein Stück teurer als die 4 Dimmer von Busch Jäger. KNX erfordert halt eine andere Kabelverlegung, Infrastruktur. Ich finde es aber deutlich eleganter, nur einen Klingeldraht von Lichtschalter zu Lichtschalter zu führen, als diverse Kreuzverkabelungen, damit ich mit mehreren Schaltern mein Licht an- und ausmachen kann. Macht natürlich nur Sinn, wenn man alles neu macht. Als Smart Home Aufsatz habe ich dann I/O Broker gewählt, um meine Musik und so weiter zu integrieren. So, er hat das natürlich alles selber gemacht. Er hat sich ein altes Gebäude gekauft, lässt den Elektriker quasi die Verlegearbeiten machen und kauft die Komponenten selber. Ist auch eine Möglichkeit. Wie gesagt, der Elektriker will Geld verdienen, der will die Dinge kaufen, hat dann natürlich bestimmte Prozente bei seinem Großhändler und bestimmte Dinge, die der Kunde dann oder der Bauherr selber besorgt, funktioniert auch. Kennen wir auch im Detail. Ne? Also funktioniert. So, und natürlich, wenn ich dann die Programmierung selber übernehme, wenn ich natürlich mit dem Thema KNX Installation bzw. Inbetriebnahme mich auskenne, spare ich mir deutliche Kosten, wenn ich fit bin und in der Lage bin, das wirklich so zu meinen Wünschen umzusetzen. Ja, und dann sagt nochmal Postal, keine Wegwerftechnik, keine App-Lösung, die dann irgendwann mal nicht mehr supportet wird. Absolute Zuverlässigkeit, ich hasse das Zeug und so weiter. Ne? Ich bin zufrieden und würde es wieder so machen. Mein Elektriker hat mir einen Vogel gezeigt am Anfang. Nun, bald baue ich das bei ihm auf. Hat ihn überzeugt. Also das ist jetzt ein bisschen, ich glaube, hingetippt, grammatikalisch. Mein Fazit zu all diesen Kommentaren, die stellvertretend für viele Forenbeiträge immer mit dem gleichen Tenor sind, Pro und Contra KNX. Ne? KNX ist viel zu teuer und das andere reicht auch. Ich mache eine Funklösung, Alexa und Co., alles funktioniert. Mir reicht das, es ist Kinderkram. Ihr müsst das ganze Haus, das Gebäude, was ihr errichtet, da kann ja auch eine Büroeinheit dabei sein, ihr müsst das als Investition sehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und natürlich eine vernetzte Gebäudeinstallation erhöht die Werthaltigkeit. Und ja, ich muss auch ein bisschen in die Zukunft sehen. Im High-End-Bereich haben wir seit 20 Jahren vernetzte Gebäude. Also hier Tegernsee, Starnberger See, Ammersee. Ich nenne jetzt bloß die Region, wo ich mich sehr gut auskenne. Da gibt es Gebäude, die seit 20 Jahren vernetzt sind. Oder in München, in Hamburg.
Und da ist KNX Standard, da ist KNX von Anfang an gesetzt. Und da sind wir heute in der Lage, Dinge auszutauschen, ohne dass wir irgendwie die Leitung und die Verkabelung wechseln. Ne? Sofern eine Dokumentation dazu vorliegt. Ne? Ansonsten ist es natürlich schwierig. So, und das Ganze müsst ihr von Anfang an konzeptionell sehen. Ne? Also konzeptionell heißt, ich konzipiere mir so eine Infrastruktur. Ich mache mir ganz genau Gedanken, wo kommt was hin, was passiert in den Räumen, ne? Wie werde ich die nutzen, vielleicht will ich sie mal umnutzen, weil es könnte ja sein, dass ich vielleicht sage, ich verkaufe das jetzt, das Ganze, ich ziehe nach Amerika, ich baue wieder was anderes oder ich vermiete das Ganze mal. Ne? Und da ist es gut, wenn ich jetzt da auf so eine vernetzte Businstallation zurückgreifen kann und die Einstellung verändern kann, beziehungsweise auch komplette Änderungen vornehmen kann. War mir ein wichtiger Beitrag für euch, weil das immer wieder diese Forendiskussionen sind. Ne? Ich sage jetzt nicht genau, welches Forum das ist. Ihr kennt euch wahrscheinlich ja sowieso aus. Und ich wollte mal so meine Meinung dazu sagen. Und wer uns jetzt schon länger verfolgt und kennt, dürfte klar sein, dass wir die KNX-Installation mit den besten Herstellern, mit den besten Komponenten oder den geeignetsten Komponenten an einer entsprechenden Stelle forcieren. Und diese von einem Hersteller, alles kann nicht funktionieren. Dann habe ich wieder irgend so eine nicht perfekte Lösung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich auf Kommentare zu dem Thema. Darum KNX. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, dann freue ich mich auf einen Daumen. Bis zum nächsten Mal. Da stellen wir euch ein neues KNX-Display vor für den Außenbereich. Auch mal ganz interessant. Also wenn das kalt ist, wenn es feucht ist. Und bin ich schon gespannt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.